So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen, die zweite. Ja, guten Morgen, ne? Es ist 12 Uhr an der Stelle. Schönen Mittag euch allen. Ja, ich grüße euch zur Auftaktveranstaltung zur ersten echten Q&A zum Thema Business Podcasting. Ja, das heißt, diejenigen von euch, die ja ernsthaft drüber nachdenken, einen Podcast zu starten, um sichtbarer zu werden, um ihre Marke zu stärken, um Umsätze zu generieren bzw. zu erhöhen, oder wenn ihr schon einen Podcast habt, und noch nicht so ganz zufrieden mit dem Ergebnis seid, dann seid ihr hier richtig. Ich lade euch nämlich ganz herzlich dazu ein, mir Fragen zu stellen. So, und jetzt muss ich mir gerade hier ganz kurz wieder in meinem Office hier quasi einfinden, damit ich auch eure Kommentare sehen kann. So, meine Lieben. Ja, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid bisher gut in die Woche gestartet. Also ich habe natürlich, als ich letzte Woche Freitag schon angekündigt habe, dass wir heute live gehen, schon ein paar Fragen zwischendurch gestellt bekommen per E-Mail oder per PN auf den diversen Kanälen. Das heißt, solange ihr keine Fragen mehr hereinstellt, denn es ist eine Live-Q&A, das heißt, ihr könnt mir Fragen stellen, ich beantworte sie direkt. Und wenn ich die Frage gerade nicht parat habe, dann gibt es sie dann morgen an der Stelle, aber ich hoffe, das kriege ich anders hin. Solange ihr darüber nachdenkt, was ihr mir für Fragen stellen könnt zu den unterschiedlichsten Themen im Bereich Business Podcasting, das kann aus den Rubriken Interview sein, das kann aus der Rubrik Vermarktung sein, Monetarisierung sein, aber auch Contentplanung oder überhaupt ganze Konzeptionierung, bevor ich überhaupt mit der Technik anfange. Ja? Es gab ein paar Fragen vorab. Wo fange ich denn an? Ich überlege gerade, genau. Und zwar hat man mich gefragt, kann man einen Podcast denn auch, es ist ja ein Online-Marketing-Medium, wenn man so will, kann man das denn auch offline irgendwie bewerben, beziehungsweise wie kann ich meinen Podcast denn auch, ohne dass ich jetzt, also wenn ich mal wieder live vor Ort irgendwo bin, wie kann ich denn meinen Podcast da jetzt auch mitnehmen, in Anführungsstrichen, und bewerben? Da gibt es eine ganz einfache Idee, und zwar das Thema Visitenkarte. Ja, momentan ist es ja schwierig, aber wenn das normale Leben wieder beginnt, und das hoffentlich sehr bald, dann haben wir ja auf Events unsere Visitenkarten dabei. Und meistens habt ihr ja, so wie ich hier, ne, so den normalen Inhalt dann da drauf, aber die Rückseite wird nicht genutzt. Es sei denn, ihr habt eine englische und eine deutsche Seite, dann ist das was anderes, aber in den wenigsten Fällen ist das der Fall. Das heißt, ich benutze beispielsweise meine Visitenkarten, um meine diversen eigenen Podcasts an der Stelle zu bewerben. Eine ganz einfache, sehr günstige Möglichkeit, und das Ding, vor allen Dingen, wenn das Foto, so wie bei meinem Schreibild hier, was immer alle sehr, sehr witzig finden an der Stelle, ist man direkt auch im Gespräch über den Podcast, das bleibt dann auch auf dem Tisch bei denjenigen liegen, ist quasi wie so ein kleines Bild an der Stelle und man erinnert sich daran. Für diejenigen, die gerne mit Auslegeware auf Messen und Events, ich weiß, nach Corona, arbeiten, dann gibt es auch die etwas größere Variante, nämlich ein Postkarten. Mit Postkarten für den Podcast zu werben. Eieiei. Okay. Und auf der Rückseite könnt ihr dann natürlich auch noch ein bisschen Text hinzufügen und den Link dann auch direkt dabei oder einen QR-Code hinzufügen. Ich bin kein Fan von QR-Codes, deswegen nutze ich die nicht, aber es gibt viele, die das nutzen können an der Stelle. So, also ganz kurz, knapp, so kann ich meinen Podcast auf Postkarten und Visitenkarten unterwegs quasi in der analogen Welt auch nutzen und bewerben. Die nächste Frage kam, welche Technik kann ich denn nutzen? Es ist eine sehr pauschale Frage, die ich nicht pauschal beantworten kann, denn das kommt wirklich sehr stark darauf an, was für ein Setup ihr habt. Ich hier beispielsweise sitze gerade in meinem noch nicht ganz fertigen Studio, deswegen seht ihr auch ein bisschen Heizung, ein bisschen Wand. Wir sind ja gerade vor ein paar Tagen erst hier ins neue Studio umgezogen, ins neue Büro beziehungsweise, aber das ist nicht schlimm. Deswegen die Frage an euch, seid ihr stationär unterwegs? Das heißt, nehmt ihr einen Podcast, wie zum Beispiel hier jetzt komplett immer nur am Rechner auf, oder seid ihr mobil unterwegs? Wenn ihr stationär unterwegs seid, ist dann die nächste Frage, bist du in der Lage, Software zu bedienen, also Schnittprogramme zu bedienen, und sagst, um Gottes Willen, lass mich mit der Technik bloß in Ruhe, ich will einfach nur auf den Knopf drücken und nichts anderes mehr machen. Das sind auch wichtige Fragen, die ihr euch stellen müsst. Wenn ihr sagt, nee, ich kann mit Software auch arbeiten, ich kann dann auch, also ich muss das vielleicht nicht unbedingt schneiden, aber ich kann damit aufnehmen und ich sitze immer am gleichen Platz, dann ist sowas hier beispielsweise ganz gut. Ne? Das ist an einem, nicht dass ihr runterfällt, an einem ausziehbaren mobilen Arm gemacht, damit ich das Mikrofon dementsprechend auch mal verstecken kann, wenn das jetzt nicht unbedingt in der Kamera zu sehen sein muss. Das ist ein Rode Podcaster.
wird ganz einfach per USB an den Rechner angeschlossen. Das heißt, ihr braucht noch nicht mal eine wahnsinnig tolle Soundkarte dann dazwischen oder noch irgendwie ein Schnittpult, wie das viele benutzen. Das ist an der Stelle nicht notwendig. Es gibt auch solche Mikrofone, die haben einen Klinkenstecker. Das zeige ich euch mal, Entschuldigung für den Krach, zeige ich euch mal hier. Dementsprechend dann ist natürlich ein Schnittpult oder eine entsprechende Soundcard dann notwendig. Für diejenigen, die allerdings die Fragen von vorhin anders beantwortet haben, nämlich nein, ich bin nicht immer am gleichen Platz, kurz Krach mache, und ich mag auch mich mit keinem Programm rumschlagen, dann habe ich eines von vielen Möglichkeiten, aber ein Gerät, mit dem wir halt arbeiten, das ist das Zoom H6. Das H bedeutet, das sind die möglichen Anschlüsse, die ihr habt, um dementsprechend Leute einzuladen. Also man kann hier mit bis zu 6 Menschen gleichzeitig zum Beispiel eine Interview- oder eine Podiumsdiskussionssituation aufnehmen. Das ist ganz elegant, gerade für diejenigen von euch, die unterwegs sind, abends im Hotelzimmer sitzen und sich denken, boah, jetzt habe ich aber ein tolles Seminar oder einen Vortrag oder einen Kundentermin hinter mich gebracht und da macht es vielleicht Sinn, mal eine Folge dazu aufzunehmen. So, und das ist so ein, ich zeige es gleich nochmal, das ist so ein mini kleines Köfferchen an der Stelle und sehr gut zu transportieren, in den Koffer reinzuschmeißen, da passiert nichts mit. Und das Schöne ist, ihr braucht kein Schnittprogramm mehr, also keine Software mehr, die parallel aufnehmt, weil ihr im Grunde genommen eine SD-Karte da drin habt und ein Mini-Aufnahmestudio in diesem Gerät, was relativ einfach zu bedienen ist, auch für den Laien nach einer kurzen Einweisung. Und dann seid ihr sehr flexibel unterwegs. Entweder ihr ladet euch die Daten dann runter und schneidet selber oder ihr gebt es an Profis, wenn ihr euch damit auch nicht auseinandersetzen wollt. Ja, nächstes Thema ist Stimme. Ihr merkt es gerade so ein bisschen bei mir. Ich bin ja Sprecherin von Beruf. Ich habe Singen und Sprechen ja wirklich gelernt. Also ich sollte ja eigentlich auf die Bühne, so als Kleinkind, beziehungsweise ich bin für die Showbühne aufgezogen worden. Hinterher ist es die Businessbühne geworden, aber es ist mir ehrlich gesagt lieber. Ich vermittle lieber Inhalt als Entertainment an der Stelle. So, und da war eben eine berechtigte Frage von der Cora, die dann geschrieben hat, ich räusper mich ständig so bei meinen Aufnahmen, was kann ich denn tun, damit das nicht mehr so der Fall ist. So, zum einen ganz viel trinken. Und zwar kein Kaffee und vor allen Dingen kein Kaffee mit Milch oder irgendetwas Sahniges dabei. Denn Milchprodukte führen dazu, dass man Schleim auf den Stimmbändern bekommt und deswegen das ist ein schwerer Belag, der dazu führt, dass du dich zwischendurch räuspern musst und dass deine Stimme unangenehm wird. Deswegen viel Wasser trinken. Oder einen Tee. Aber bitte eben nichts mit Milchprodukten. Für diejenigen, die grundsätzlich trockene Heizungsluft und sowas gerne auch mal so eine etwas kratzigere Stimme haben, dann kann ich euch das hier empfehlen. Keiner sehr kennen. Gelori Voice nennen die sich. So ein Röhrchen mit Lutschpastillen. Bitte nicht knabbern, sondern wirklich 20, 30 Minuten bevor ihr in die Aufnahme geht, im Mund zergehen lassen. Da ist Hyaluronsäure drin, die dafür sorgt, dass der ganze Sprechapparat hier sehr schön geschmiert wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Wörter und die Töne wirklich fließend über eure Zunge und über eure Stimmbänder gehen. Ich habe es jetzt gerade nicht benutzt, man hört es bei mir auch. Eine andere Geschichte ist, gerade wenn ihr so im Heizungszeitalter, wie jetzt die Heizungsperiode ja beginnt, unterwegs seid und generell einen trockenen Hals hat und so diese Verschleimung in der Nase zu und sowas, dann ist es gut, gibt es so eine Gerätschaft auf dem Markt, sehr teuer, sehr professionell, nennt sich LuxVox. Müsst ihr nicht kaufen. Ein Sprechtrainer hat mir so ein Ding mal gebaut. Das ist einfach eine Bügelwasserflasche, kann aber auch eine andere Wasserflasche sein. Ich glaube, das ist so ein halber Liter, mit ein bisschen Wasser gefüllt und das ist so ein Aquarium-Zuflussschlauch. Ja? Der im Endeffekt, also der hat eine bestimmte Länge, das mag ich jetzt hier gerade nicht so ganz in Ausführlichkeit erklären, weil das ist eine individuelle Geschichte, könnt ihr gerne da mal im Internet aber nachlesen. LuxVox selbst gemacht. Und dann, was ihr von euren Kindern vielleicht schon mal gesehen habt oder selber mal gemacht habt, die dann quasi nicht durch den Trinkhalm trinken, sondern durch den Trinkhalm Spaß machen, nämlich sieht albern aus, macht auch Spaß im Nachhinein. Es geht einfach darum, durch den Widerstand des Wassers, der da drin ist,
Und dadurch, dass ich da kräftig reinpuste, dass eben Bubbles entstehen, sorgt der Druck, den ich hier in diesem Bereich habe, dafür, dass der Schleim abtransportiert wird. Das gerne mal 5 Minuten machen und auch regelmäßig machen, wenn ihr da Probleme mit habt. Das hilft wirklich. Vielleicht nicht unbedingt direkt vor der Kamera oder vor Gästen, wenn ihr Interviews macht, aber gerne so im Hintergrund. Das sind so kleine Tricks, die Sprecher von Podcasts, aber auch von der Bühne dementsprechend im Hintergrund so machen, um eine schöne geölte Stimme zu haben. Was ihr bitte niemals macht, dieses ja, Entschuldigung fürs Übertreiben, aber das ist nun mal so dieses Räuspern und dieses, oh, ich will es runterkriegen. Führt dazu, wie ihr jetzt gerade hört, dass es schlimmer wird. Ja? Deswegen viel trinken, Lutschpastillen nehmen, Lachsbox zum Ablöschen oder wenn ihr alles das nicht habt, gibt es eine Methode, summen. Ja, ihr könnt eine Melodie summen, aber ein Ton, so lange halten, wie es irgendwie geht. Durch die Vibration der Stimmbänder wird der ganze Dreck auch runtergespült. Dauert ein bisschen länger als alles andere, aber wenn sonst nichts da ist und ihr wirklich in Not seid, ist das eine Möglichkeit, um dann eure Stimme nochmal schön zu kriegen an der Stelle. So, gibt es denn sonst noch Fragen? Ich sehe momentan hier keine. Das ist schade. Leute, stellt mal eure Fragen. Ihr habt doch hier die Möglichkeit dazu. So, ich möchte diese ganze Session nicht zu lange machen. Deswegen nehme ich die nächsten Fragen, die ich habe, einfach in die nächsten Tage mit rein an der Stelle. Ich möchte euch hier nicht zu lange festhalten. Wobei, okay, eine mache ich noch. Und zwar, ich habe ja im April und im Juni Lives gemacht, wo ich ja nicht Q&A, also eine Q&A gemacht habe, sondern wirklich immer ein Thema besprochen habe. Ein Thema war unter anderem, was ist ein Branded Podcast? Könnt ihr gerne mal hier bei Facebook oder bei YouTube, da habe ich die Sachen alle hochgeladen, oder auch bei LinkedIn dementsprechend nochmal nachgucken. Ein Branded Podcast ist super für Unternehmen, um dementsprechend sich vorzustellen. Ist allerdings auch, ich habe nämlich vor 2 Wochen, das ist jetzt ungefähr her, am Freitag, am 27. genau, an einem Barcamp teilgenommen und dort eine Podcast-Session gegeben für Trainer. So, und da war wirklich auch so die Frage bzw. die Idee dahinter, dass man einen Branded Podcast ja auch als Trainer einem Unternehmen anbieten kann. Ein Branded Podcast bedeutet, ich gebe mein Logo, mein Image, meinen Namen, mein Geld als Unternehmen her und lade einen Influencer, einen Profi, einen Experten, in dem Fall zum Beispiel einen Profi-Trainer, einen Profi-Sprecher, einen Experten in seinem Feld ein, bezahle ihn dafür, dass er für uns einen guten Content macht. So, das könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Wissensanbieter seid, super nutzen, indem ihr zum Beispiel nicht nur ein Trainingspaket anbietet, momentan eher digital als live, und dann als Ergänzung, weil das ist selber Butter bei den Fische, ne? Unsere Fußballer werden irgendwann vielleicht mal wieder gut, weil sie halt regelmäßig trainieren. Und das Training ist eben nicht nur im Sport wichtig, sondern auch in allen Lebenslagen. Und nur weil wir jetzt einen Tag oder 4 Tage mit einer Mannschaft verbracht haben, heißt es noch lange nicht, dass sie es können. Sie müssen immer wieder üben. So, aber weitere Trainingstage zu verkaufen, wo eine ganze Mannschaft wieder einen Tag lang nicht mehr ihre Aufgaben machen kann und dementsprechend eine Menge Geld für fließt, ist schwierig. Aber wenn ihr dann sagt, ich gebe euch ein Programm hinterher, mit dem ihr eure Mitarbeiter weiter schulen könnt, ohne dass sie großartig ihren Arbeitsplatz verlassen müssen und dass sie sogar auf dem Weg oder zur Arbeit oder vom Weg, von der Arbeit, sprich nach Hause nutzen können, also sogar auch außerhalb der Arbeitszeit, dann ist es ein Argument, was zusätzlich dem Unternehmen Mehrwert bietet, euch abhebt von der Konkurrenz und natürlich, am Ende des Tages euch eine längere Bindung ans Unternehmen und eine größere Monetarisierung dessen gibt. Und da kann ein Branded Podcast beispielsweise auch eine Möglichkeit sein. Ja, ne? Also man kann Dinge, die im ersten Moment nur für ein Unternehmen und nur für Werbezwecke dienen, auch sehr gerne mal für seine eigenen Zwecke, so als Personal Brand einsetzen. Und das ist auch das Stichwort für morgen. Denn morgen bin ich nicht alleine hier. Ich habe nämlich die Anja Kuhn zu Gast. Sie macht einen Podcast, Your Personal Brand Story. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren aus einem meiner vielen Netzwerke. Und das ist ganz spannend, denn bevor wir zusammen hier live gehen auf meinem Kanal, werde ich bei ihr im Podcast interviewt werden, denn sie wird mich so ein bisschen ausfragen zu dem Thema Branding, wie ich es gemacht habe und wie es mit dem Podcast im Endeffekt funktioniert. Und ich freue mich, wenn wir dann gemeinsam hier reingehen und ihr dann auch so ein bisschen Erfahrungsberichte von einer Podcasterin hören könnt, die das selber betreibt und vielleicht auch so ein bisschen so über ihre
Hürden und Erfolge spricht an der Stelle. Also lade ich euch herzlich ein, morgen mit der Anja Kuhn, dann aber um 12:30 Uhr. Ich gebe euch hier unten drunter gerne nochmal den Link, wo ihr auch nicht nur den Termin morgen, sondern die nächsten Termine oder sehen werdet und euch dann auch nochmal hier einloggen könnt. Im Endeffekt, ich habe nämlich zwischendurch immer wieder Gäste. Am Mittwoch reden wir nämlich über das Thema Vereinspodcast, ja, wie ich meinen Verein, meinen Club, mein Ehrenamt dementsprechend in der heutigen Zeit vor allem sichtbar machen kann und das mit einem Podcast. Also könnt ihr dazu dann auch live am Mittwoch, auch um 12:30 Uhr, eure Fragen stellen. Ja, meine Lieben, dann freue ich mich, dass ich Fragen mitbringen konnte, die euch hoffentlich heute auch was gebracht haben. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne eine persönliche Nachricht, eine E-Mail oder seid ab morgen wieder live dabei und stellt sich hier drin, damit ich dann darauf eingehen kann. Denn das ist eure Q&A und ich freue mich darauf, wenn wir morgen wieder über das Thema Business Podcasting sprechen. In dem Sinne, meine Lieben, ja, einen schönen Tag. Ich hoffe, bei euch scheint ein bisschen die Sonne, bei uns hier in Düsseldorf nicht. Aber in dem Sinne, happy Podcasting und viel Erfolg bei allem, was ihr heute tut. Bis dann. Ciao, ciao.